So, jetzt frage ich einfach mal Martin, was er dazu findet. Es ist relativ teuer. Das ist übrigens die Sephora Trinkflasche. Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video. Heute testen wir nämlich was ganz, ganz Besonderes, was auch erst diesen Monat rausgekommen ist. Und zwar das Rare Eau de Parfum bei Selena Gomez. Ich habe die kleine und die große Version gekauft und es ist auch tatsächlich schon in Thailand ausverkauft. Also bei Sephora kann man das jetzt momentan nicht bestellen. Nur die kleine Version, und zwar das ist die hier. Das ist ein Doppelpaketchen. Das kann man jetzt noch momentan kriegen, aber das Parfum für 50 Milliliter ist schon ausverkauft und das schon seit einer Weile. Ich hatte das Glück, dass ich das schon am 7. August bestellt habe, also an dem Tag, wo es auch veröffentlicht wurde und released wurde bei Sephora. Deswegen, ja, habe ich es jetzt noch nicht aufgemacht. Ich mache das jetzt mit euch zusammen aus. Versand hat ungefähr 2 Tage gedauert und ja, hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Wir sind auch übrigens mitten am Umziehen. Es ist auch schon relativ spät, aber ich dachte mir, whatever, ich mache jetzt dieses Video, bevor ich überhaupt keine Zeit dafür habe. Also meine Haare sind auch nicht gerade perfekt heute und geschminkt bin ich auch nicht. Deswegen machen wir das ganz einfach nur sehr, sehr chillig und ja, hoffe, das Video gefällt euch auf jeden Fall. Und später werde ich auch Martin fragen, was er davon hält. Also ich habe eigentlich nur Gutes davon gehört. Es ist relativ teuer und heute testen wir und schauen, ob es sich überhaupt für das Geld lohnt. So, das kleine hier habe ich schon tatsächlich ausprobiert für euch. Es ist ein bisschen teurer. Also das hier kostet jetzt als Set 1600 Baht. Das ist noch das Einzige, was man hier kaufen kann. Den Rest, also nur das hier, nur die 10 Milliliter und die 50 Milliliter sind tatsächlich hier schon ausverkauft. Also es ist ganz schwer hier zu kriegen. Die Preise habt ihr auf jeden Fall unten, habe ich auf jeden Fall unten für euch schon zusammengefasst, was es ungefähr so kostet im Vergleich zu Euro und Baht. Also ich habe das Gefühl, dass es in Thailand tatsächlich ein bisschen teurer ist, vielleicht auch wegen dem Versand, wegen dem ganzen Export, Import, die ganzen Steuern, die da halt noch dazukommen. Fangen wir dann einfach mal an. Ich habe es für euch schon tatsächlich ausprobiert und wie gesagt, ich habe das schon seit dem 7. August. Und ich kann euch ehrlich sagen, ich benutze es seitdem auch jeden Tag, deswegen ist auch nicht mehr so viel übrig bei diesen kleinen 10 Milliliter. Und ja, es ist auf jeden Fall Glas, die Verpackung, alles ist eigentlich ziemlich süß und der Duft ist einfach nur mega traumhaft. Also mir gefällt's, es riecht auf jeden Fall schon sehr luxuriös und es ist sehr teuer, auf jeden Fall. Es hat diese Karamell-Pistachio-Vanille-Note, dann noch diese Holznote. Ich kann euch mal sagen, was es so alles enthält. Und zwar Karamell, Pistachio, Pink Pepper. Ich sage das jetzt einfach mal auf Englisch, was hier drauf steht. Dann Ginger, Cocoa Beans, Vanilla und Sandalwood, Tonka Beans, Skin Musk. Also das riecht man auf jeden Fall, wenn man das einmal sprüht. Ich sprühe das jetzt nicht, weil ich im Schlafzimmer bin, sonst riecht der ganze Schlafzimmer nach Rare. Das wollen wir vermeiden. Also wenn man das sprüht, dann riecht man auf jeden Fall diese Karamell-Vanille-Note, aber auch diese Holznote auf jeden Fall schon raus. Das Süßliche ist ein bisschen stärker, also wenn ihr süßliche Parfum mögt, dann wäre das genau das Richtige für euch. Ich kann sagen, das riecht auch richtig, richtig gut. Ich habe auch schon tatsächlich ein Kompliment bei der Arbeit bekommen. Sie hat mich dann auch direkt gefragt, was ich für ein Parfum trage und ich habe ihr das halt erzählt. Sie kannte das noch gar nicht und sie hat gesagt, dass sie es auch auf jeden Fall kaufen möchte. Also für die Leute, die es eher süßlicher und ein bisschen kräftiger mögen, wäre das Parfüm eigentlich am besten. Was ich halt ganz süß finde, sind diese 2 kleinen Verpackungen. Also man hat einmal diesen Sprühding, wo man Spritzer machen kann und man hat einmal dieses ganz cute kleine Rollparfum, was auch unglaublich gut riecht. Das kann man dann einfach so dran rollen. Was ich persönlich am meisten mag, ist diese ganz klassischen Spritzer, dass man das einfach überall drauf spritzen kann, wo man möchte, auch wenn man das bei Parfums eigentlich nur hier und hier oder hier machen will. Da sprühe ich es auch manchmal einfach auf meine Klamotten. Also warum nicht? Jeder kann selber entscheiden, wie er es gerne mag.
Und so mag ich es halt gerne. Was ich halt auch richtig cute finde, ist, dass es bei Sephora immer so kleine Samples gibt. Ich habe auch dieses süße kleine Tester hier bekommen, dieses Maracuja Juicy Melt Mask von Tarte. Habe ich tatsächlich auch noch nicht benutzt. Deswegen benutze ich das jetzt einfach mal für mein Video, weil das ist einfach so süß. Meine Lippen ziemlich trocken sind und ich habe, wie gesagt, kein Make-up drauf. Deswegen probieren wir das Ganze einfach aus. Einfach nur, weil es ein kleiner Tester ist. Fühlt sich auf jeden Fall nicht so schlecht an. Die Farbe sieht man auf jeden Fall auf dem Video schon. Was ich auch richtig cool finde, ist, dass man diese kleinen, wie sagt man das, Layering Fragrance Balm auch dazu kaufen kann, wenn man es halt ein bisschen mehr blumiger haben möchte, holziger oder einfach noch süßer. Dann kann man das extra kaufen. Ich habe mich jetzt für dieses Floral Blumliche entschieden. Also so sieht es aus. Es sind 20 Milliliter. Meiner Meinung nach schon ein bisschen teuer. Ich habe gedacht, das wäre ein bisschen größer. Wenn man es einfach ein bisschen blumiger haben möchte, dann kann man das da auch einfach ganz normal drauf schmieren und man kann es tatsächlich kombinieren und einfach drauf sprühen und dann hat man auch einen etwas anderen Duft, was auch nicht schlecht ist. So, ich habe das nämlich noch nicht geöffnet. Es liegt jetzt schon fast einen Monat hier bei mir und jetzt öffnen wir das auf jeden Fall mal zusammen. So. Sephora macht auch immer richtig cute Packungen, ne? Und das ist übrigens die Sephora Trinkflasche, die ich auch gratis mit dazu bekommen habe. Also die ist ja schon auch richtig süß, ne? Die Trinkflasche. Guck mal. Auch nicht schlecht. Also Plastik, made in China. Wie viel kommt da rein? 450 Milliliter können da jetzt rein. Auch ganz süß. Das ist irgendwie so Gummi. Nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall benutzen. So, das ist die Verpackung. Rare Eau de Parfum, 50 Milliliter. Das hier hat tatsächlich 3.410 Baht gekostet, was umgerechnet in Euro ungefähr 90 Euro gekostet hat. Also ziemlich teuer, würde ich mal sagen. Es können sich auf jeden Fall nicht alle leisten und ich habe es jetzt einfach nur gekauft, um das auch zu testen, ob es sich überhaupt lohnt, dieses Parfum zu bestellen. So sieht das Ganze aus. Das ist die Verpackung. 90 Euro tut schon ein bisschen weh. Man kann auch nur dieses hier kaufen, was 10 Milliliter hat, einzeln, ohne das kleine hier. Und das ist auch momentan ausverkauft. Das sind 1.400 Baht und das sind umgerechnet ungefähr 36 Euro. Und wie gesagt, ich habe das jetzt schon fast jeden Tag für einen Monat ausprobiert, sagen wir mal 3 Wochen. Und ich kann ehrlich sagen, dass es schon ziemlich schnell leer geht, weil der Spritzer halt auch sehr, sehr viel rauskommt. Also es ist jetzt nicht so ein kleiner Spritzer, sondern es ist ein großer Spritzer. Deswegen geht es auch relativ schnell leer. Und somit der Preis schon ein bisschen arg teuer. Ich könnte es mir jetzt auch vorstellen, nur 60, 65 Euro dafür auszugeben, weil es halt auch relativ schnell leer geht. Weil ich jetzt auch keine Lust habe, nach 2 Monaten wieder ein neues Parfum zu kaufen für 90 Euro. Aber der Duft, Leute, der Duft ist einfach einzigartig, der Duft ist klasse. Es erinnert mich ein bisschen an dieses Hugo Boss, das Pinke. Zeige ich euch mal. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Eine Kombination zwischen diesem Hugo Boss Produkt, Mavier Pour Femme und das ist so Rodriguez for Her. Also ich finde, das ist so eine Kombination zwischen den beiden, weil das einfach ein bisschen mehr holziger ist und das andere süßer. Und Rare de Parfum ist etwas dazwischen. Also wenn ihr diese Parfums mögt, dann bin ich mir sicher, dass ihr auch dieses Parfum richtig feiern würdet. So sieht das Ganze jetzt aus. Also es ist schon ziemlich cute. Muss ich ehrlich sagen, es ist schon ziemlich cute, muss ich schon ehrlich sagen. Also es ist unten Glas und oben Plastik. Und was dieses kleine Detail hier ist, auch richtig süß. Man kann es nämlich zumachen, wenn man das jetzt nicht benutzt.
Jetzt mache ich einen kleinen Spritzer. Ich mache die Spritze auf jeden Fall später nochmal für euch, damit ihr einfach mal seht, wie viel da eigentlich rauskommt. Ich mache das jetzt leider nicht im Schlafzimmer, weil wir später hier noch schlafen und dann riecht es die ganze Zeit nach Parfum. Deswegen lieber nicht. Also ich finde, die Verpackung ist schon ziemlich süß und richtig fancy. Also wie gesagt, man riecht das auf jeden Fall, das Süßliche auf jeden Fall raus. Aber auch diese Holznote. Ich habe das jetzt bei der Arbeit getestet. Dann habe ich das draußen, wenn wir irgendwo einkaufen waren oder zum Essen waren, getestet. Und es hält tatsächlich sehr, sehr lang. Also die schwören drauf, 12 plus Stunden. Aber weil wir in Thailand sind, die Luftfeuchtigkeit ist halt auch relativ hoch. Wenn man das so vergleicht, schon ziemlich cute, ne? Diese zwei kleinen, um zu vergleichen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr es schon ausprobiert habt. Bei mir hält es leider nur ungefähr 8 Stunden, weil ich einfach in Thailand bin. Die Luftfeuchtigkeit ist einfach auch viel, viel höher als in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern. Deswegen geht es wahrscheinlich auch ein bisschen schneller weg. Ich bin auch den ganzen Tag auch unterwegs, also bei mir hält es jetzt gefühlte 8 Stunden, aber nicht 12 plus Stunden. Ganz ehrlich, also für dieses Parfum könnte man einfach ganz normal im Alltag benutzen. Auf Dates kann man das auf jeden Fall benutzen, Geburtstagen, Events, was auch immer, irgendwelche Anlässen, zur Arbeit. Also diesen Duft kann man immer benutzen. Ich liebe diesen Duft. Also ich mag es süßere Düfte zu haben. Und das hier ist eigentlich ziemlich perfekt. Und seit ich es gekauft habe, benutze ich es auch tatsächlich jeden Tag, auch zur Arbeit. Aber auch wenn wir irgendwie rausgehen oder einfach ein tolles Abendessen draußen haben, benutze ich das auch. Und es lohnt sich auch wirklich, weil es halt auch wirklich extrem gut riecht. Wie gesagt, ich habe auch tatsächlich schon ein Kompliment bekommen. Und ja, werde es auf jeden Fall weiterhin benutzen. Für wen lohnt sich der Kauf? Das lohnt sich einfach für Leute, die Parfum einfach lieben, vor allem süße Parfums. Oder wenn ihr Sarah Parfums liebt, dann werdet ihr das hier auch lieben. Würde ich es wieder kaufen? Ich würde es wahrscheinlich wieder kaufen, weil mir der Duft einfach generell sehr, sehr gut gefällt. Ich liebe süßere Düfte, vor allem wenn es auch noch eine Holznote dazu hat. 90 Euro tut schon ziemlich weh, aber wenn der Duft mir gefällt und man es sich leisten kann, dann why not? Warum nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts. Und wer sowieso Parfum mag und Parfum irgendwie auch sammelt, wäre das hier ein Stück einer erneuten Sammlung. Und da wäre das hier eigentlich eine coole Sammlung. Weil auch, ich meine, wie süß ist das bitte? Allein dieses Design ist halt schon richtig cute. So, jetzt frage ich einfach mal Martin, was er dazu findet und wie er dieses Parfum findet, ob das für ihn jetzt gut riecht oder eher nicht. Ich spritze es einfach mal so. What do you think? Let me taste it. Okay, this is good. Smells good? You like it? Yeah, it's like a little sweet. It's sweet. It's really more sweet, but it has like this wood, scent as well, just slightly. But I think overall it smells actually really nice. Yeah, it's not bad at all. Would you recommend it to other people? You can just spray it on bread or eat it or something. No. So Right. you would recommend it to other people, right? Yeah, of course. This Okay. is good. Also für Martin ist auf jeden Fall ein Go, deswegen, Yeah, that was super simple. ja. Okay. So, das war's dann auch schon in diesem Video. Also vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Und habt ihr es schon getestet? Wie lange hält es bei euch? Schreibt mir einfach in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.